Das ist Manuel. Manuel ist Klient im ambulant betreuten Wohnen der Diakonie Kork. Manuel ist körperlich eingeschränkt und deshalb im Alltag auf Hilfe angewiesen. Das ist Helge. Helge ist Assistent im ambulant betreuten Wohnen der Diakonie Kork und betreut Manuel. Normalerweise gibt es feste Termine, an denen Helge Manuel besucht, um ihm mit dem Haushalt zu helfen oder mit ihm einkaufen zu gehen. Aber immer mal wieder kommt es vor, dass Manuel kurzfristig Hilfe benötigt. Mit Local Messenger hat das Warten auf das nächste Treffen ein Ende, denn Local Messenger ermöglicht die einfache Kommunikation zwischen Klienten und Assistenten der Diakonie wie Manuel und Helge. Über die benutzerfreundliche Smartphone-App kann Manuel ganz einfach eine neue Anfrage erstellen. Hier hat er die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kategorien zu wählen, wie beispielsweise Lebensmittel, Drogerieartikel oder Hausputz. Da Manuel heute Morgen die Milch und das Müsli ausgegangen ist, möchte er gerne einem Assistenten mitteilen, dass er diese Lebensmittel benötigt. In der Kategorie Lebensmittel hat Manuel eine Auswahl an vordefinierten Lebensmitteln, die er seiner Anfrage hinzufügen kann. Außerdem kann er der Anfrage ein Datum und eine Uhrzeit hinzufügen, sowie eine Beschreibung. Wenn Manuel möchte, dass nur Helge als sein zuständiger Assistent die Anfrage bearbeiten kann, kann Manuel sie als vertraulich markieren. Noch ein kurzer Blick, ob alles passt, dann kann Manuel die Anfrage senden. In der Übersicht sieht er nun im offenen Bereich, dass seine Anfrage erstellt wurde. Wenn Helge nun die Local Messenger App öffnet, sieht er unter den privaten Anfragen eine neue Anfrage von Manuel. Da Helge später noch mit einem anderen Klienten einkaufen geht, kann er die Lebensmittel für Manuel besorgen und akzeptiert die Anfrage. Für die Hausputzanfrage von Agathe hat Helge leider keine Zeit. Deshalb kann er diese Anfrage an seine Kollegen weiterleiten. Die weitergeleitete Anfrage wird dann bei den öffentlichen Anfragen angezeigt. Die akzeptierte Anfrage landet nun bei Helges Aufträgen unter Meine Klienten. Manuel sieht nun in der Übersicht unter Bestätigt, dass Helge seine Anfrage angenommen hat. Nach dem Einkaufen kann Helge den Auftrag als erledigt markieren. Bei Manuel verschwindet seine Anfrage aus der Übersicht und ist dann als Eintrag in der Historie zu sehen. Wenn Manuel das nächste Mal Milch und Müsli braucht, kann er einfach diese Anfrage erneut senden. Neben dem Erstellen und Bearbeiten von Anfragen haben Manuel und Helge die Möglichkeit, ein Profil anzulegen. Auch die allgemeinen Einstellungen können flexibel angepasst werden. So können unter anderem der Dunkelmodus aktiviert oder die Schriftgröße verändert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Einstellungen mit dem OpenApe-Service zu synchronisieren. Im Rahmen des Projekts wurden zunächst mit der Hilfe von Interviews mit Assistenten und Klienten der Diakonie Anwendungsfälle für die beiden Nutzergruppen definiert. Anhand dessen wurden die Anforderungen an die Anwendung festgelegt und in einem Designprototyp zusammengefasst. Danach konnten die Aufgaben zwischen Backend- und Frontend-Verantwortlichkeiten aufgeteilt werden. Nach 3 Monaten war der erste funktionsfähige Prototyp von Local Messenger fertiggestellt. Dieser soll zukünftig die Kommunikation zwischen Klienten und Assistenten der Diakonie Kork so schnell und einfach wie möglich machen.